Hey Leute, wie wir alle wissen, ist Super Mario Odyssey inzwischen 8 Jahre alt, hat aber immer noch keinen Nachfolger. Da in der Vergangenheit aber immer ein neues 3D Mario innerhalb des ersten Jahres einer neuen Nintendo-Konsole oder im Jahr danach released wurde und ich auch bezweifle, dass Nintendo mehr als 10 Jahre Pause zwischen zwei 3D Mario Ablegern lassen wollen würde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir bald ein neues Spiel sehen werden. Aufgrund von Miyamotos Aussage in der letzten Direct von wegen, der Super Mario Galaxy Film wird das Highlight des 40. Mario Bros. Jubiläums, ist mein persönlicher Take, dass wir mit einem Release zwischen Oktober 2026 oder Oktober 2027 rechnen können. Denn da Nintendo seit 2016 wirklich jeden Oktober ein Mario-Spiel released hat, glaube ich, dass man dieses Spiel auch in den Oktober-Slot schieben wollen würde. Aber mir soll es hier gar nicht so sehr um das Release-Date gehen. Interessanter ist nämlich, dass wir vielleicht sogar schon wissen, wie ungefähr dieses 3D-Mario-Spiel aussehen könnte. Ihr habt den Titel vom Video ja schon gesehen. Ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlicher als je zuvor ist, dass Super Mario Galaxy 3 eine Realität werden kann. Lasst mich euch kurz erklären, wie ich auf diese verrückte Verschwörungstheorie komme. Das erste Indiz ist der momentan heftige Push rund um alles, was Super Mario Galaxy betrifft. Das große Spiel zum 40. Mario Bros. Jubiläum war ein simpler Re-Release von Super Mario Galaxy 1 und 2 und es wurde auch wirklich wie ein großer Release gehandhabt. Anders als zum Beispiel der Re-Release von Pikmin 1 und 2 oder Metroid Prime Remastered. Die Spiele kosten 40 € separat, 70 als Bundle, es kamen zwei genauso überteuerte Amiibos zusätzlich raus, ich sehe zu dem Shit momentan etliche Commercials und es wurde eine physische Version von Rosalinas Storybook aus Galaxy 1 veröffentlicht. Außerdem hat Rosalinas Storybook in dieser Version auch neue Seiten bekommen, mitsamt neuem Lore. Dann bekommt Mario Wonder auch noch eine Switch 2 Edition, welche ein Cameo von Captain Toad, der seinen Ursprung übrigens in Mario Galaxy hatte, beinhaltet und auch Rosalina als spielbaren Charakter ergänzt. Und zu guter Letzt muss natürlich auch der Mario Galaxy Film erwähnt werden. Es wird einen Grund haben, warum man sich bei diesem dazu entschieden hat, sich auf Galaxy zu fokussieren, wenn man zum Beispiel auch die Stories von World, Sunshine oder vielleicht sogar einem der RPGs wie Superstar Saga hätte nehmen können. Auch wenn hier erwähnt sein muss, dass Mario Galaxy natürlich populärer ist als all diese und auch generell das bestbewertetste Mario-Spiel ist. Trotzdem hat der Galaxy-Subtitel ja nicht mehr Brand Recognition als der Bros-Subtitel. Sie hätten sich ja auch dazu entscheiden können, Galaxy Story als Vorlage zu nehmen, den Film aber trotzdem Super Mario Bros. Movie 2 zu nennen, der ja schließlich auch ein Sequel ist. Naja, das alles ist auf jeden Fall schon mal sehr sus, aber es gibt noch weitere Auffälligkeiten abseits des Galaxy-Pushs. Indiz Nummer 2. Donkey Kong Bonanza. Ihr wisst es wahrscheinlich alle schon, aber dennoch werde ich es nochmal erwähnen. Dieses Spiel wurde vom 3D Mario Team entwickelt, beziehungsweise von einem Großteil des Teams. Und auch wenn nicht das komplette Team dran mitgewirkt hat, so kann ich mir nicht vorstellen, dass da dann keine Kapazitäten für das nächste 3D Mario gefehlt haben werden. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass Nintendo sich Verstärkung außerhalb von EPD 8 geholt haben wird. Es könnte sogar möglich sein, dass sie ein ganz anderes Team damit beauftragt haben, eine Art Lückenfüller zu kreieren. Denn schließlich ist die Switch 2 ja gerade frisch released und wie gesagt, brachte man bei vergangenen Heimkonsolen immer innerhalb der ersten 2 Jahre dann auch ein neues 3D Mario. Aber gerade bei ihrer größten IP würde Nintendo wohl keine Risiken mit den Entwicklern eingehen wollen, oder? Naja, Mario Galaxy ist ein bereits vertrauter Name und auch einer, auf den Fans freudig zurückblicken. Und ein neues Spiel in diesem Franchise, auch wenn es aus nur 2 Spielen besteht, könnte eigentlich wenig falsch machen, solange man sich am Kernkonzept der Originaltitel orientiert. Außerdem wäre es auch nicht das erste Mal, dass wir zumindest so etwas in der Art sehen. Grezzo hat ja zum Beispiel, bevor sie Echoes of Wisdom gemacht haben, am Link's Awakening Remake gearbeitet und auch an etlichen anderen Nintendo Remakes und Remastern. Und auch Mercury's Team hat, bevor sie Metroid Dread schufen, zuerst am Metroid 2 Remake Samus Returns gearbeitet. Außerdem hat das aktuelle 3D Mario Team, EPD 8, selber als allererstes an Donkey Kong Jungle Beat für den Gamecube gearbeitet. Und ein letztes Indiz habe ich auch noch für euch. Ist euch aufgefallen, dass nachdem der erste Film Super Mario Bros. Hieß, wir nur 6 Monate danach ein Super Mario Bros. Spiel bekamen? Hä? Okay, das muss eigentlich gar nichts heißen, aber erwähnen wollte ich es trotzdem. Dann kommen wir aber jetzt mal zu was anderem. Denn Indizien sind ja schön und gut, doch wenn es wirklich passieren sollte, wie sollte das Game dann aussehen? Wie ich bereits erwähnte, wäre es am sichersten, sich größtenteils an Galaxy 1 und 2 zu orientieren. Jedoch sind seit dem Release dieser beiden Spiele ja auch weitere Mario-Spiele erschienen und der neueste Ableger sollte sich dann auch nicht wie ein Rückschritt anfühlen. Schwer zu sagen, was man da dann machen sollte, vor allem da ich ja selber auch kein Spieleentwickler bin, aber die ein oder andere Vorstellung hätte ich dann trotzdem. Also, als erstes bin ich der Meinung, dass die Spiele auf jeden Fall etwas linearer gehalten werden müssen und das Spiel auch eine raumschiffartige Hubworld bräuchte. Diese beiden Aspekte, zusammen mit dem Weltraum-Setting, sind ja schließlich das, was den Galaxy-Spielen ihre eigene Identität verglichen mit den anderen 3D-Titeln verleiht.
Es müsste aber nicht 1:1 wie 2007 bleiben. Eine Idee, die ich auf Instagram von einem Creator, dessen Namen ich leider vergessen habe, gesehen habe und ganz cool fand, war, dass alle Galaxien wie damals getrennt voneinander bleiben, jede Galaxie jedoch eine Mini-Welt darstellt, die ähnlich wie ein Königreich in Odyssey aufgebaut ist, nur eben ein gutes Stück kleiner. Man könnte also jede Galaxie direkt von Anfang an vollständig erkunden und in ihnen wären jeweils rund 5 Sterne versteckt, die man einsammeln kann. Dann sollte man, wie ich finde, auch Marios Moveset etwas erweitern, denn mir persönlich haben in Galaxy so Dinge wie Slidekicks, Hechtsprünge oder dieser lustige Spin, den es später in 3D World gab, gefehlt. Und wenn wir schon bei Moves sind, dann sollte man Mario auch ein paar komplett neue geben. Speziell mehr Moves, die Lumas integrieren. Diese waren ja in Galaxy 1 und 2 Marios Begleiter und waren hin und wieder mal sichtbar, aber 90% der Zeit blieben sie unbemerkt. Ich fände es cooler, wenn Luma wirklich intensiver ins Gameplay mit eingebunden werden würde, so wie unter anderem Flat und Cappy oder auch Pauline in DK Bananza eben. Eine Idee für einen Move wäre zum Beispiel, dass man Luma auf Gegner schießen könnte, wie bei Rosalinas Side Special in Smash Bros. Schreibt mir doch gerne mal ein paar weitere Moveset-Ideen für Mario in die Kommentare. Mich würde interessieren, was euch da alles einfällt. Zudem würde ich es auch noch gut finden, wenn man neue spielbare Charaktere ergänzen würde. Luigi sollte zum Beispiel bereits von Anfang an verfügbar sein und zumindest Rosalina sollte meiner Meinung nach auch spielbar werden, da sie ja schließlich das Gesicht von Galaxy ist und in späteren Spielen wie 3D World oder bald auch Wonder spielbar war. Auch Yoshi könnte vom Power-Up zu einem spielbaren Charakter wie in Wonder übergehen und vielleicht auch hier wieder als Easy-Mode fungieren, um das zu rechtfertigen. Eigentlich ist es mir so egal, wer da ist. Ich will einfach nur mehr Optionen als Mario und Luigi haben. Man könnte vielleicht sogar Toad, Toadette oder gar Peach einen Character-Slot geben, aber belassen wir es erstmal bei den 4. Last but not least, sollte ein modernes Mario Galaxy-Spiel nicht davor zurückscheuen, all out mit den Themes zu gehen. Mich hat an Galaxy 1 und 2 nämlich immer am meisten gestört, dass obwohl man ja durch verschiedene Galaxien reiste, sich alles weiterhin sehr Mario-artig anfühlte. Zumindest was Artstyle, Gegner und Atmosphäre anging. Kuchen und Kinderzimmer sind zwar cool, aber da wäre, wenn ihr mich fragt, auch noch mehr drin gewesen. Man hätte Mario in ganz unorthodoxe Settings wie New Donk City oder das Ruined Kingdom aus Odyssey werfen können. Ich meine wirklich so Dinge wie eine Mittelalter-Galaxie, eine Steinzeit-Galaxie, eine 8-, 16- oder 64-Bit-Galaxie, eine Wikinger-Galaxie, eine Cartoon-Galaxie, eine Klemmbausteine, die nicht Lego sind, Galaxie und noch viele mehr. Vielleicht sogar Galaxien in den Universen anderer Nintendo-Reihen, denn in welchem Game als Galaxy würde sowas besser funktionieren? Jetzt bleibt aber noch eine Frage offen. Was, wenn es doch nicht Galaxy 3 wird? Wie wir bereits festgestellt haben, gäbe es ja vieles, was dafür sprechen würde, jedoch ist es keine Garantie, dass das nächste 3D-Mario ein Nachfolger zu Galaxy wird. Und sollte dieser Fall dann doch eintreffen, glaube ich, dass wir ein paar Dinge schon mal festhalten können. Erstens denke ich, dass wir in so einem Fall erst 2027 oder später mit dem neuen 3D-Mario-Spiel rechnen sollten, da es aus marketingtechnischer Sicht fragwürdig wäre, wenn der neue große Film sich rund um das Galaxy-Theming drehen würde, man aber im selben Jahr ein komplett neues Branding abseits davon etabliert. Zweitens wäre es dann zu 100% ein Open-World-Sandbox-Spiel wie Odyssey. Ich denke nämlich nicht, dass Nintendo zusätzliche Kapazitäten in ein etwas lineareres 3D-Mario-Spiel stecken würde, wenn es nicht mal als Lückenfüller fungieren könnte, zumal ich mir auch sicher bin, dass Bowser's Fury bereits andeutete, wo man eigentlich langfristig mit Mario hin will. Das einzige Szenario, das ich sehen könnte, in dem diese beiden Fälle nicht eintreten würden, das neue 3D-Mario aber dennoch kein Galaxy 3 wäre, wenn es einen geistigen Nachfolger zu Galaxy darstellt, jedoch mit eigener Identität. Ich denke an ein Open-World-Sandbox-Spiel, in dem man aber auch durch Galaxien reist und bereits bekannte Gesichter wie Rosalina und die Lumas wieder trifft. Zeitgleich bringt es trotzdem viele neue Ideen an den Mann und weicht von der missionenbasierten Levelstruktur ab. So ein Spiel könnte dann ja irgendwie Super Mario Universe oder Outer Worlds heißen, um zu zeigen, dass wir wieder den Weltraum erkunden, aber diesmal dann auf etwas andere Art. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, aber vielleicht geht gerade auch wieder nur meine Fantasie mit mir durch. Wer weiß. Jetzt würde ich aber gerne eure Meinung wissen. Haltet ihr Galaxy 3 für möglich? Und was würdet ihr euch von dem Spiel wünschen? Schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Ich hätte soweit jedoch nichts mehr zu ergänzen, also Peace out.